Nico, auf einer Skala von 1 bis 10, wie bereit, wie ausgeruht und aufgeladen bist du jetzt, was die neue Saison angeht? Nach 8 Wochen Urlaub, denke ich, ist es völlig klar, dass wir 100%ig bereit sind, dass wir auf der Skala uns bei 10 bewegen, dass wir uns jetzt natürlich auch wieder auf unseren Sport freuen, auf unseren Beruf. Wir wollen wieder angreifen, wir wollen wieder trainieren, wir wollen wieder erfolgreich sein und deswegen sind wir froh, dass wir wieder alle da sind. Ja, geht's den Spielern auch so? Weil ich könnte mir vorstellen, nach so einem schönen langen Urlaub, den muss die Lust auf Fußball auch eigentlich aus jeder Pore rauskommen. Ja, das sieht man auch. Wir haben heute den 2. Trainingstag. Die Jungs sind sehr engagiert, sehr eifrig bei der Sache. Natürlich sind 8 Wochen nicht normal. Das ist natürlich durch die WM auch so entstanden. Aber man merkt schon, die Jungs wollen wieder angreifen, die Jungs wollen wieder trainieren. Sie wollen ein bisschen schwitzen, nicht zu viel, aber es macht ihnen schon Spaß, das gefällt mir. Kurzer Rückblick noch, wie war denn die Sommerpause für dich? Was hast du gemacht? Ja, ich habe entspannt. Ein bisschen Gartenarbeit ist immer ganz gut. Das gehört dazu. Man kann da wirklich gut entspannt klar. Wenn man in der Sonne ist, dann macht man eben das, was man eben machen muss. Immer mal ein bisschen schwimmen, ein bisschen vielleicht auch faulenzen. Vielleicht Boccia habe ich wieder gespielt. Das macht richtig viel Spaß. Und mit vielen Freunden zusammengehangen, ja, mit der Familie natürlich auch. Denn wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Freunden zu treffen, dann macht man es gerade im Urlaub. Das war schön, aber jetzt beginnt wieder der Ernst des Lebens. Fußball-WM hast du noch gar nicht genannt. Wie viel hast du dir von diesen Spielen gegönnt und was nimmst du aus diesem Turnier mit? Ja, ich habe das punktuell mir angeschaut. Zum einen, weil es natürlich von der Zeit nicht immer ganz einfach war, wenn dort die Spiele mitten in der Nacht waren. Das habe ich mir nicht gegeben. Das war mir definitiv zu spät. Da wollte ich meinen normalen Rhythmus, den ich auch während der Saison habe, beibehalten. Immer mal wieder Spiele gesehen, jetzt auch nicht allzu viele. Die mich interessiert haben, habe ich mir angeschaut. Also es ist schon sehr defensiv auch geprägt, gerade von den etwas schwächeren Mannschaften. Also sehr viel abwarten, sehr viel auf Konter. Es war ziemlich heiß, oder es ist immer noch heiß, wenn man dort jetzt nicht in den Domes spielt. Dann ist es auch schwierig. Man sieht, dass das Tempo eben nicht das größte Tempo ist. Aber man sieht, individuelle Qualität entscheidet Spiele. Das ist immer wieder, man kann als Trainer vieles vorbereiten, aber wenn du die Extraspieler hast, die dort den Unterschied ausmachen können, dann kannst du weit kommen, beziehungsweise kannst dann dort auch erfolgreich sein. Einen Moment gab's, da werden alle BVB-Fans den Atem angehalten haben. Schlotti verletzt sich im Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Was hast du da gemacht? Dann direkt den Kontakt gesucht oder hast du gesagt, ich lasse den Jungen jetzt erstmal in Ruhe? Ja, erst einmal habe ich abgewartet, was mir der Doktor sagt, was wir dort an Diagnosen bekommen, was dort im Grunde genommen passiert ist. Klar, man konnte in der Aktion schon sehen, dass dort das Sprunggelenk in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber wir haben uns natürlich sofort mit ihm in Verbindung gesetzt. Erst einmal, klar, eine Weltmeisterschaft zu spielen ist was Besonderes für sein Land. Dann war er sehr geknickt, das ist auch ganz normal. Er war schon auch am Boden. Und wir haben ihn versucht zu erreichen. Erst einmal natürlich über SMS, dann aber auch natürlich über das Telefon. Und es war nicht ganz einfach, weil er war wirklich schon am Boden sehr zerstört. Aber jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er hier in Dortmund. Klar ist er enttäuscht, aber er wird aus dieser Situation auch wieder wachsen, wie es nach der Verletzung in der letzten Saison gewachsen ist. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass der Schlotti uns so schnell wie möglich wieder in der Form zur Verfügung steht, wie wir ihn natürlich auch kennen. Die Norweger sind weit gerudert mit einer Säule, mit Julian Riasen. Der war ja auch im Turnier einmal kurz verletzt und als er dann raus musste gegen England, hat er auch den Eindruck gemacht, als wäre er angeschlagen. Jetzt werden sich sehr viele BVB-Fans fragen, wie schlägt er denn dann irgendwann in Dortmund hier wieder auf? Topfit oder wie erwartest du ihn? Also wir haben natürlich, wie mit allen unseren Spielern, Kontakt. Er wurde ausgewechselt bei dem Spiel gegen England aufgrund von Wadenproblemen. Das heißt, er hatte dort Krämpfe. Auch das ist, denke ich, ganz normal bei diesen Temperaturen, bei diesen vielen Spielminuten, dass es immer wieder auch dazu kommen kann. Aber er ist wohlauf. Das heißt, er wird seinen Urlaub jetzt ganz normal verbringen, wie alle anderen Nationalspieler auch. Das heißt, nach Ausscheiden haben unsere Nationalspieler 24 Urlaubstage bekommen. Nach Ausscheiden davor, vor der WM, hatten sie auch nochmal in etwa 7 bis 10 Tage. Das heißt, es ist schon auch auf 4 Wochen kommen, das ist auch nötig. Und wenn er dann hier in einigen Tagen dann wieder aufschlägt oder vielleicht auch 1, 2 Wochen, glaube ich, noch, dann wird er wieder völlig fit sein. Und die 3 Wochen, die wir mit ihm haben, die haben wir in der letzten Saison auch nach der Club-WM genutzt und das werden wir auch diesmal tun und er wird fit sein.
Club-WM, du hast es auch gerade schon anklingen lassen. Wir wissen ja, wie es in den USA ist, weil wir vor einem Jahr da waren. Ich weiß noch, damals haben viele Beobachter oder einige Beobachter gesagt, oh, wenn das mal nicht für eine Verletzungsanfälligkeit in der darauffolgenden Saison im Herbst sorgt, rückblickend müssen wir ja sagen, ich glaube, es gab selten eine fittere BVB-Mannschaft. Wie schwer ist das jetzt für dich mit einer ganz anderen Vorbereitung, wo die alle so nach und nach dazu kommen, das nochmal zu schaffen? Wir werden dort ganz gezielt wieder arbeiten, wie wir es jetzt auch nach der Club-WM getan haben. Natürlich bei 3 Wochen ist alles komprimierter, da muss man aufpassen. Jetzt haben wir 6 Wochen mit denen, die da sind. Die anderen Nationalspieler haben dann auch nur 3 Wochen. Also wir werden das genauso fahren wie letztes Jahr mit den Nationalspielern. Und ich bin mir sicher, dass die Jungs vom ersten Tag an, wenn die Bundesliga-Saison wieder losgeht, beziehungsweise Supercup, dass alle dastehen, wie sie auch dastehen müssen, fit, körperlich, auch mental, sodass wir dann gleich auch von der ersten Minute an dort die Ziele bespielen können, die wir bespielen wollen. Ich glaube, viele BVB-Fans draußen werden sich fragen, was wird das wohl für eine Saison, die jetzt beginnt? Was können wir schaffen? Letzte Saison aber Platz 2 und satte 73 Punkte geschafft. Wo ist denn da noch Luft nach oben? Ja, als Trainer ist man ja nie zufrieden. Also wenn man das jetzt runterbricht, einfach auf die 3 Wettbewerbe, die wir hatten, kann man mit der Bundesliga-Saison zufrieden sein. Mit den beiden Pokalwettbewerben, sprich Champions League und Pokal, haben wir Verbesserungspotenzial. Da wollen wir sicherlich besser performen als noch im letzten Jahr. Aber jeder Einzelne kann sich verbessern. Jeder Einzelne, sowohl technisch, taktisch, körperlich. Also wir sind nicht am Ende und zumal wir auch noch sehr viele junge Spieler jetzt dabei haben. Diese jungen Spieler haben noch sehr viel Luft nach oben, auch die Älteren. Also man hat ja auch gesehen, die Entwicklung, die sie genommen haben im letzten Jahr, ist schon eine sehr, sehr gute gewesen. Und auch dort kann man noch einige Prozentpunkte herauskitzeln. Weil du gerade die jüngeren Spieler auch angesprochen hast. Carsten Kramer hat ein Interview im Kicker gegeben und hat gesagt, wir gehen die Saison ambitioniert an, ohne schon einen Tabellenplatz auszugeben. Und gleichzeitig müssen wir uns Zeit nehmen, weil wir jünger werden. Also er spricht davon, ja, von einer verjüngten Mannschaft, dass da auch mal Rückschläge geben oder dass wir ihnen die eingestehen sollten. Wo stehen denn jetzt, ich sag jetzt mal, Jean Gadou, Justin Lerma, Kaua Pratsch, die jetzt hier frisch aufgeschlagen sind? Ja, erst einmal möchte ich meinem Chef nicht widersprechen. Also er hat schon recht. Also das ist natürlich klar, im Fußball geht es um Kontinuität, um Stabilität. Es geht um Entwicklung und auch dort müssen wir, weil du jetzt den Namen erwähnt hast, das sind natürlich alles ausländische Spieler, die nach Deutschland kommen, die natürlich in ein ganz anderes Umfeld kommen, die irgendwo hinkommen, wo ja die Kultur eine andere ist, die Sprache schon mal eine ganz andere ist. Deswegen muss man den Jungs auch die Zeit geben, dass sie sich hier erst einmal akklimatisieren, dass sie sich erstmal irgendwo integrieren, hineinwachsen. Und dafür ist der BVB ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten dann auch bekannt, dass man diesen Spielern auch die Möglichkeit gibt. Und das wollen wir auch. Also wir wollen mit guten, talentierten jungen Spielern erfolgreich sein. Aber ich wiederhole mich, ich gebe ihm recht, es wird immer wieder Aufs und Abs geben. Deswegen muss man dort auch ein bisschen Nachsicht walten lassen, wenn das dann mal auch vielleicht so passiert. Stark war, dass in der letzten Saison ein Luca Reggiani, ein Samuel Ignacio nicht nur angeklopft haben, sondern wirklich einen echten Fußabdruck hinterlassen haben. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du dir die bestimmt zur Seite nimmst und denen sagst, so Jungs, diese Saison haben wir noch mehr mit euch vor. Wie ist das? Also was erwartest du dir von den beiden Jungs jetzt als nächsten Schritt? Ja, natürlich wie bei allen jungen Spielern weiterhin akribische, gute Arbeit, ja, Fokussiertheit. Das gehört zum Fußballerleben dazu. Also man kann sicherlich ein schönes Leben haben durch diesen Beruf, aber man muss für diesen Lebensstandard auch viel investieren. Man muss, wenn man erfolgreich sein möchte, muss man das eine oder andere hinten anstellen, damit man sich in diesem Bereich dann auch verbessert. Das ist gerade, wenn man jünger ist, mit den heutigen Medien, mit den sozialen Medien sicherlich ganz leicht, aber da sind wir, denke ich mir, ganz gut aufgestellt. Wir werden es schon zusehen, dass die Jungs weiterhin mit beiden Füßen auf dem Teppich bleiben, dass sie dort nicht irgendwo abheben. Aber den Eindruck habe ich nicht. Das hat mir sehr gut gefallen. Im Leben braucht man etwas Glück. Im Leben braucht man die gewisse Situation, die dann einen irgendwo nach vorne spült. Und das haben die beiden letztes Jahr erfahren dürfen. Nicht nur hier im Club, sondern auch letztendlich in ihrer Nationalmannschaft. Und jetzt geht es darum, dort weiterzumachen. Vor einem Jahr im Trainingslager in Österreich hast du über Geschlossenheit gesprochen, wie wichtig das ist, dass man einfach schneller ans Ziel kommt, wenn alle an einem Strang ziehen. Und nochmal, jetzt haben wir eine ganz andere Vorbereitung.
Wie einfach oder schwer ist das, wenn du jetzt eigentlich das Gesicht der Mannschaft noch gar nicht so genau kennst, für diese Geschlossenheit zu sorgen? Ist das was sich dann im Laufe der Zeit ergibt? Wie machst du das? Ja, also die Jungs, die schon da waren, die wissen ja genau, worauf wir achten, was wir brauchen, um als Team, als Mannschaft, als Club dann auch erfolgreich zu sein. Die neuen Spieler, die werden wir schnell integrieren, denn im Fußballsport geht es eigentlich relativ schnell und sehr, sehr einfach. Es ist schon ein kleiner Nachteil, nicht nur für uns, sondern für alle anderen Mannschaften auch. Die Nationalspieler haben wir um 10. Das heißt, wir müssen schon jetzt noch ein bisschen warten, bis die Ersten kommen, sodass die jungen Spieler dann auch diese Stars, die letztendlich jetzt bei der WM waren, dann auch kennenlernen und dann auch lieben und schätzen lernen. Aber wir werden es schaffen. Wir haben es im letzten Jahr geschafft mit diesen 3 Wochen. Jetzt werden wir es schaffen in den 6 beziehungsweise 3 Wochen, wenn die Nationalspieler da sind. Also die Zeit haben wir, die Zeit geben wir uns auch, die Zeit geben wir den jungen anderen Spielern auch. Und deswegen bin ich wie immer sehr zuversichtlich. Letzte Frage. Die neuen Spieler müssen in Dortmund traditionell singen vor der Mannschaft. Jetzt seid ihr bald in Japan. Siehst du dich schon mit der ganzen Mannschaft in einer Karaoke-Bar in Tokio? Ja, also das wäre ganz interessant. Das ist nicht meine Aufgabe, das machen die Jungs unter sich. Also wenn dort irgendwo dann mal ein Mannschaftsabend ist, dann werden sie sicherlich den einen oder anderen da auf den Tisch bitten oder auf den Stuhl. Aber ich lasse mich überraschen. Also ich bin jetzt kein Freund davon, weil meine Stimme ist nicht die beste, wie man jetzt, glaube ich, gerade eben auch hört. Deswegen überlasse ich das den jungen Spielern, weil die können es sehr viel besser. Das sind die vielen Trainingsanweisungen schon, ne? Ja, genau. Man merkt, die Stimme hat jetzt schon ein bisschen gelitten. Sehr gut. Ich danke dir für die Zeit. Alles klar, danke euch.